In diesem Video möchten wir einen Expert Advisor erstellen, der in der Lage ist, den Stochastic Indicator eigenständig zu handeln. Es handelt sich hier um einen Oszillator. Immer wenn wir eine Überkreuzung dieser beiden Signallinien oberhalb der gestrichelten oberen Linie haben, wäre das ein Verkaufen und unterhalb wäre es ein Kaufen-Signal. Die Signale werden nicht nur hier auf dem Chart ausgegeben, sondern wir haben hier unten auch schon eine erste geöffnete Position, die automatisch gehandelt wurde. Und wir möchten uns jetzt einmal anschauen, wie man so etwas in MQL5 programmieren kann. Um das zu tun, klicken Sie bitte hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier mal den Namen Simpler Stochastic Standalone EA, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick-Funktion hier gelöscht werden. Auch die zwei Kommentarzeilen kommen weg. Hier oben nutzen wir den Include-Befehl, um die Datei trade.mqh zu importieren. Die ermöglicht uns, eine Instanz von der Klasse ctrade zu erstellen. Damit lassen sich dann später die Positionen eröffnen. In der OnTick-Funktion, die bei jeder Preisänderung aufgerufen wird, erstellen wir erst einmal eine Signalvariable. Die ist vom Typ String, damit sie Textketten aufnehmen kann, bekommt aber hier noch keinen Wert zugewiesen. Der wird gleich noch ermittelt. Dazu benötigen wir erst einmal ein paar Dinge, zum Beispiel den Ask und den Bitpreis. Hier oben kann man sehen, dass wir einen roten und einen blauen Preisverlauf haben. Der blaue Preis ist der Ask-Preis, den müssen wir zahlen, wenn wir etwas kaufen. Und der rote ist der Bitpreis, den erhalten wir, wenn wir etwas verkaufen. Ermitteln können wir das mit der Funktion SymbolInfo_Double für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart. Mit Symbol_Ask bekommen wir den Ask-Preis und mit Symbol_Bit bekommen wir den Bitpreis. Und diese Normalized Double Funktion in Kombination mit _Digits sorgt dafür, dass wir entweder 3 oder 5 Nachkommastellen haben, je nachdem welches Währungspaar auf dem Chart ist. Jetzt brauchen wir noch zwei Arrays. Das eine heißt K-Array und das andere heißt D-Array. Wenn man im MetaTrader auf Einfügen, Indikatoren, Oszillatoren, Stochastic Oscillator klickt, sieht man auch hier eine K-Periode und eine D-Periode. Zunächst einmal sortieren wir mit Array Set a Series beide Arrays von der aktuellen Kerze an abwärts. Jetzt können wir unsere Stochastic-Definition mit Hilfe der Funktion iStochastic umsetzen. Wir tun das für das aktuelle Währungspaar auf dem Chart und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Auch diese Parameter hier finden wir in den Standardeinstellungen für den Stochastic Oszillator wieder. Wir haben hier 533, Mode_SMA und STO_Low-High. Und auch hier sehen wir eine 5 für die K-Periode, eine 3 für die D-Periode. Die Verlangsamung ist 3. Die Methode steht auf Simple, das ist gleichzusetzen mit Mode_SMA. Der Preisbereich steht auf Low-High. Das entspricht hier diesem letzten Parameter STO_Low-High. Mit der Funktion CopyBuffer füllen wir jetzt unser K-Array und unser D-Array mit Preisdaten. Das erste Array für den Buffer 0, das ist die erste Signallinie. Das zweite Array ist Buffer 1, das ist die zweite Signallinie. Wir brauchen jeweils von der aktuellen Kerze für 3 Kerzen die Preisdaten laut unserer Definition, die wir hier oben getroffen haben, und speichern sie in den jeweiligen Arrays. Und mit diesen Daten können wir jetzt die aktuellen Werte, den K-Wert 0 und den D-Wert 0 für die jeweilige Kerze 0 berechnen. Das ist die aktuelle Kerze. Das gleiche machen wir nochmal für die Kerze davor. Das wäre Kerze 1. Die Ergebnisse weisen wir den Variablen K-Wert 1 und D-Wert 1 zu. Und jetzt können wir ein Kaufen-Signal ermitteln, immer wenn beide Werte unter 20 sind. Wenn also der K-Wert für die aktuelle Kerze kleiner ist als 20 und auch der D-Wert für die aktuelle Kerze kleiner ist als 20, dann prüfen wir, ob eine Überkreuzung stattgefunden hat.
Wenn nämlich der aktuelle K-Wert größer ist als der aktuelle D-Wert und der K-Wert für Kerze 1 noch kleiner war als der D-Wert, dann wäre das ein Kaufen-Signal, also weisen wir das Wort Kaufen unserer Signalvariable zu. Für das Verkaufen-Signal prüfen wir auf den umgekehrten Fall ab, wenn beide Werte über 80 sind. Das wäre hier oben der Fall. Man sieht hier auch die 80 und die 20 an den jeweiligen gestrichelten Linien. Wenn also K-Wert für Kerze 0 größer ist als 80 und D-Wert für Kerze 0 größer ist als 80, dann prüfen wir wieder, ob es eine Überkreuzung gegeben hat. Das wäre der Fall, wenn der aktuelle K-Wert kleiner ist als der D-Wert für die aktuelle Kerze und wenn der K-Wert für die letzte Kerze noch größer war als der D-Wert. In dem Fall hätten wir ein Verkaufen-Signal, darum weisen wir das Wort Verkaufen unserer Signalvariable zu. Der eigentliche Handelsvorgang für den Verkauf von 10 Microlot prüft ab, ob das Signal tatsächlich auf Verkaufen steht und ob die Anzahl der Positionen kleiner ist als 1, also ob wir keine geöffnete Position haben. In dem Fall nutzen wir trade.sell, um 10 Microlot zu verkaufen. Im anderen Fall, wenn das Signal auf Kaufen steht und wir ebenfalls keine geöffnete Position haben, dann nutzen wir trade.buy, um 10 Microlot zu kaufen. Zum Schluss erstellen wir hier noch eine Chartausgabe. Das macht der Command-Befehl. Der gibt uns den Text das aktuelle Signal ist, gefolgt von dem ermittelten Signal aus. Okay, das war's. Bitte klicken Sie hier oben auf Kompilieren oder drücken Sie F7. Das sollte dann hier ohne Fehler und Warnungen passieren. Und in dem Fall können Sie hier oben klicken oder F4 drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken STRG und R. Hier wählen wir bitte die Datei simpler stochastic standalone ea.ex5 aus, markieren hier unten die Option für die Visualisierung und starten unseren Test. Und hier läuft unser Indikator schon. Bei der ersten Überkreuzung hier unten oder hier oben sollte eine Position eröffnet werden. Das ist jetzt gerade passiert. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie den Stochastic-Oszillator mit MQL5 vollständig automatisieren können, sodass Sie einen Expert Advisor haben, der in MetaTrader 5 automatisch dieses Signal handelt. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.